Die Akademie der Vernunft und Bar Rouge präsentieren die Geschichte Indiens Teil 5. Das goldene Zeitalter und die großen, bis heute wegweisenden Entdeckungen in der Mathematik. Die Inder benutzten das Alphabet auf ganz andere Weise, denn die Inder hatten eine äußerst reiche Sprache und vor allem sprachliche Zwänge. Ihre Texte, auch die der Mathematik, mussten zunächst in Versen verfasst werden. Die Verse wiederum mussten eine bestimmte Metrik haben. Warum wählten die Inder diese sprachlichen in Anführungszeichen Zwänge? Wir sind uns zwar nicht ganz sicher, aber es gibt mehrere Gründe, weshalb die Inder sich dafür entschieden haben, ihre mathematischen Bücher in Versen zu verfassen. Zu einer Zeit, als Schrift- und Buchdruck noch nicht oder nur wenig verbreitet waren die mündlichen Überlieferungen und Weitergabe von Wissen von entscheidender Bedeutung für die Bewahrung und Verbreitung von Wissen selbst. Die Abfassung mathematischer Texte in poetischer Form erleichterte die mündliche Speicherung und Wiedergabe von einer Generation zur nächsten. Außerdem konnten Poesie und Verse komplexe mathematische Konzepte leichter zugänglich machen und einprägsamer machen für die Zuhörenden. Die rhythmische und melodische Struktur von Versen kann Schülern helfen, sich mathematische Konzepte besser zu merken als eine rein technische und formale Darstellung. Die poetische Form kann genutzt werden, um mathematische Konzepte klar und prägnant auszudrücken. Durch die Verwendung von Metaphern, Gleichnissen und poetischen Mustern können die Autoren mathematischer Texte komplexe Konzepte vereinfachen und das Thema einem breiten Publikum zugänglich machen. Schließlich sind in der indischen Tradition Kunst und Wissenschaft oft miteinander verwoben. Das Verfassen mathematischer Texte in poetischer Form diente nicht nur praktischen Bildungszwecken, sondern erhob die Mathematik auch auf eine Ebene kultureller und spiritueller Bedeutung, indem es sie in die reichliche literarische und philosophische Tradition Indiens einbezog. Es lässt sich daher vermuten, dass das Verfassen mathematischer Bücher in Versform in Indien durch eine Kombination aus pädagogischer Zweckmäßigkeit, leichter Auswendiglernbarkeit, Klarheit der Darstellung und dem Wunsch, Kunst und Wissenschaft in die Kultur und literarische Tradition Indiens zu integrieren, begründet gewesen sein könnte. Dies mag für uns ungewöhnlich erscheinen, so wie wenn wir ein mathematisches oder wissenschaftliches Buch in 11 Silber, sprich ein Vers aus 11 metrischen Silben besteht, schreiben würden. Dies mag für unsere Denkweise schwierig sein. Die Inder beschlossen oder wurden durch den Rhythmus des Verses fast gezwungen, viele Synonyme zu verwenden. Schauen wir uns einige Beispiele an, um die Zahl 1 zu benennen, werden wir sie mit dem Begriff 1 und vielleicht ein paar anderen Wörtern bezeichnen. Für die Zahl 2 haben wir einige Synonyme, zum Beispiel Paar und so weiter. Aber unsere Art, eine Zahl zu benennen, ist eine blasse Nachahmung dessen, was die Inder taten. Denn sie hatten Hunderte von Synonymen für jede Zahl. Für 1 zum Beispiel benutzten sie alles, was eindeutig oder einzigartig war. Zur Veranschaulichung: Herz haben wir 1 und verwenden es daher als Synonym für die 1. Aber das gilt auch für die Leber. Ohren haben wir 2 und können sie daher als Synonym für 2 verwenden und so weiter.
So wird es für uns sehr schwierig, indische Texte zu lesen, denn es sind poetische Texte mit einem bestimmten Rhythmus, einer bestimmten Prosodie, jenem Zweig der Linguistik, der sich mit dem Studium von Rhythmus, Intonation, Akzent und der Art und Weise, wie Wörter in einer Sprache ausgesprochen werden, geschrieben sind. Nach unserem Verständnis führt dies die Mathematik in eine Richtung, die uns sehr unmathematisch erscheint. Sicherlich viel humanistischer und viel numerologischer als die reine numerische. Das war die Geschichte Indiens Teil 5. Präsentiert von der Bar Rouge und der Akademie der Vernunft. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.